Hey Leute, heute mal was ganz, ganz Mächtiges. Bin ich nie gewohnt, so was Großes in der Hand zu halten. Und zwar die A&K MK46 in der abgegradeten Version von Bugatti. Und ob das Ding so brutal ist, wie es hier aussieht, das erfahrt ihr jetzt. Lieferumfang. Ja moin, Finch sein Ton hat nicht funktioniert, ich muss es nochmal aufnehmen. Also, machen wir es kurz. Das MG an sich, das 1500 Schuss Magazin, natürlich ohne BBs, bei uns sind vom letzten Schusstest noch welche drin. Der Frontgriff, einen Laufreinigungsstab und eine Schussstatistik von Bugatti. Was fehlt euch jetzt noch, um die Waffe zu betreiben? Natürlich ein Akku und der kleine Akku fürs Magazin. Also wenn ihr jetzt direkt bestellen wollt, den braucht ihr, sonst geht das Magazin nicht. Und das Ganze wird geliefert in einer riesengroßen Kiste. Schön in Schaumstoff ausgekleidet, die Abenteuer der Rückseite. Nichts, vor dem man sich fürchten müsste, weil es ist nichts drauf. Gut, das war's zum Lieferumfang. Erste Hintergrundverarbeitung. Das erste, was man natürlich macht, wenn man die Kiste aufmacht, ist das Gewehr rausnehmen, ist ja klar. Deswegen nehmt das Teil raus und denkt so, das sieht schwerer aus, als es eigentlich ist. Ne? Wir reden hier von 5,2 Kilo. Was es wiegt, ist die Nylon-Variante bei uns. Habt ihr ja schon im Videotitel gesehen. Und wenn ihr das so anfasst, also hier vorne, das ist aus Alu, das macht echt einen super Eindruck. Hier der Flashhider, das Zweibein, das ist das erste Mal so, wo du denkst, ja, es muss sich bewegen können, ist klar. Aber es wackelt halt ein bisschen, es klappert ein bisschen. Und in der Arretierung, da hält es drin. Aber dann, es ist halt, also was wir als erstes gemacht haben, ist das Ding abgebaut und unseren Frontgriff dran gemacht. Das war die erste Tat, die wir gemacht haben. Dann geht er weiter, guckt euch so den Nylon-Body an und der ist echt, also es gibt Besseres, aber es gibt auch bedeutend Schlechteres. Ne? Gerade von A&K ist man jetzt manchmal nicht so gute Qualität gewohnt, aber der macht echt einen guten Eindruck. Der wirkt auf jeden Fall hochwertig und stabil. Dann haben wir hier den Ladehebel. Der macht jetzt nie so einen hochwertigen Eindruck. Dadurch, dass der aus Kunststoff ist, ist der relativ leicht. Bei der Stahlversion ist der, glaube ich, aus Zinkdruckguss und kann öfter mal wegbrechen. Deswegen ist es vielleicht hier, der sieht nicht so cool aus, fühlt sich auch nicht so gut an, aber ist wahrscheinlich die langlebigere Variante. Dann habt ihr hier den Deckel zum Öffnen. Der ist auch aus Nylon-Kunststoff. Macht auch einen guten Eindruck, kann man jetzt nie meckern. Der Griff, der ist super. Also das ist massiv, ne, ist halt ein MG. Die Sicherung, das klackert alles gut. Und die Schulterstütze, das ist ein Block. Das Ding ist ein Block, Finch wiegt das dann nochmal. Aber was ist, also die klappert und schlackert schon extrem hin und her. Ne? Würde wahrscheinlich ein bisschen Panzertape um das Ding drumherum machen, um die Stocktube. Dann schlackert die nicht mehr ganz so. Macht aber auf jeden Fall einen soliden Eindruck. Finch geht dann nochmal bei Details und Markings nochmal näher auf die ganzen Sachen drauf ein. So, dann habt ihr das MG abgehakt und denkt so, ja, das ist auf jeden Fall den Kauf wert gewesen. Dann kommt ihr zum Magazin. Das ist das 1500 Schuss Magazin. Das macht auch einen sehr guten Eindruck. Finde ich sogar besser als das alte Magazin. Da waren das 2000 Schuss, das war das größere. Da konnte man das immer so blöd halten, das MG, weil das so richtig ausladend war. Das ist hier schon viel schöner. Und wie das Magazin funktioniert und so weiter und so fort, da kommen wir in dem Magazin-Part. Gehen wir dann eher darauf ein. Und dann habt ihr natürlich noch hier diesen Frontgriff. Den könnt ihr entweder benutzen, wenn das Zweibein ausgeklappt ist, oder ihr müsst das Zweibein abschrauben. Der ist so ein klassischer Frontgriff, wie man den auch früher von diesen billigen G36-Modellen kennt, aber hier nicht aus ABS-Kunststoff, sondern aus dem Nylonfaserverstärkten Material. Und der macht auf jeden Fall einen hochwertigen Eindruck. Also da habe ich schon bedeutend Schlechteres gesehen. Also alles in allem denkt man erstmal so, das ist das Geld definitiv wert. Man hat hier viel Waffe für 459 €. Das ist schon mal ganz geil. Und jetzt kommen wir erstmal zum Schusstest und zum Chrono. Das wollen wir nämlich jetzt ändern bei unseren Reviews, dass wir das vorziehen und danach geht es dann weiter mit den Details und Markings.
Fazit vom Schusstest und Reichweitentest. Ihr habt es gesehen. Ihr habt es wirklich gerade gesehen. Das Ding ist brachial, es sieht brachial aus, aber es kommt nie weit. Also 40 Meter mit extrem hochhalten, nee. Also es ist eine 0,5er, ja, aber selbst eine 0,5er müsste 40, 45 Meter machen, vor allem mit 0,25 Gramm. Ich werde im Thema Hop-Up nochmal mehr dazu eingehen, was wir alles probiert haben. Na, ich habe ja schon eine andere Hop-Up-Kammer beim Schusstest drin, die Bulky Hop-Up-Kammer. War da schon eingebaut, praktisch in eine bessere Hop-Up-Kammer. Wie schon gesagt, wenn euch das interessiert, springt zum Thema Hop-Up oder guckt das Video einfach weiter. Und ja, es ist wirklich schwierig. Also das Ding, das macht einen Heidenspaß, das ist schwer, das sieht geil aus. Wenn du da so im Dings liegst und dann schießt, das ist total... Aber es bringt dir nichts, wenn dein Gegner dich mit einer AEP oder einer 05er M4 oder dann einer SAEG einfach doppelt so weit kommt wie du und du halt einfach überhaupt keine Chance hast. Das bringt es halt nicht. Du hast noch dann das Gewicht dazu. Das ist, ja. Und ich habe mir noch andere Videos angeguckt und Tests durchgelesen von Rapax, vom Highlander. Wer hat es noch gehabt? 03, WIT 003 Airsoft oder wie die? Der Name ist ein bisschen schwierig. Und bei denen war alles dasselbe. Die kamen alle nie so weit, egal was sie probiert haben. Es war so 30, 35 Meter war bei den allen Schluss. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass es bei uns ein Montagsmodell ist. Ich denke wirklich, es liegt an irgendwas anderem. Aber wie schon gesagt, dazu gehe ich beim Thema Hop-Up noch mehr drauf ein. Und jetzt macht erstmal der Finch weiter mit den Details und den Markings. So Leute, fangen wir mit den Details an. Wir haben hier vorne ganz normale Mündungsfeuerbremse, die ist auf ein 14 mm Negativgewinde aufgeschraubt. Kleiner Tipp von uns, macht mal am besten hier in den O-Ring dazwischen, damit ihr das Teil nie anknallen müsst. Die ist nie durch eine Madenschraube gesichert oder so. Und deswegen muss man das schon ein bisschen anknallen, dass es hier nie sich verdreht oder wackelt. Wäre vielleicht mit einem kleinen O-Ring ein bisschen besser gelöst, das Ganze dann. Hier unten haben wir die Gasabnahme hier, die verstellbare. Ja, ist natürlich nur Fake. Ist halt eine schöne kleine Spielerei, das Ganze. Dann haben wir hier oben noch das Korn. Ja, das ist vermutlich nicht einstellbar. Es sieht zumindest so aus, als wäre es nicht einstellbar. Und wenn, es ist eine Airsoft, eine 05er. Ja, wer stellt denn sowas ein? Mal ganz ehrlich. Gehen wir wieder ein Stückchen nach unten. Da habt ihr das Zweibein. Das ist aus Stahlblech sogar. Und es ist in der Länge verschiebbar hier, das Ganze. Ein bisschen schwierig hier auf dem kleinen Tisch mit dieser riesigen Waffe hier. Genau, das ist in der Länge hier verschiebbar in diesen 3 Rastpositionen. Ja, das ist, also wir haben es als allererstes gleich mal abgebaut, das Ganze. Das ist so relativ easy peasy, das erkläre ich euch mal ganz kurz. Ihr nehmt den Lauf raus, das zeige ich dann. Dann schraubt ihr diese 2 Schrauben ab, könnt dann quasi diesen ganzen Block hier entfernen. Macht dann einfach das Zweibein ab, schiebt den Block wieder rein, schraubt es wieder fest, Lauf rein, fertig ist das Ding. Also gerade wenn man zum Beispiel diesen Handgriff mit benutzen will, geht halt gar nicht, wenn das Zweibein dran ist, weil es lässt sich einklappen. Was natürlich per se geil ist, dass das geht. Aber du kannst halt jetzt keinen Handgriff hier dran haben, das funktioniert halt leider nicht. Wenn es eingeklappt ist, lässt sich es natürlich super transportieren. Kommt ja auch so in der Kiste an. Alles andere wäre natürlich unlogisch. Aber ja, es fässt sich halt irgendwie so überhaupt nicht mehr. Also quasi zum Spielen quasi die ganze Zeit ausgeklappt lassen. Es lässt sich halt dann hier drehen, damit man quasi irgendwie ein bisschen drehen kann. Ja, genau. So, das Frontset eben aus Alu. Macht einen ganz ordentlichen, also sehr, sehr nice das Ganze. So, hier unten habt ihr dann schon angeschraubt. Oh, das habe ich jetzt gar nicht festgeschraubt. Ist egal, bauen wir dann eh gleich wieder ab. Das ist quasi einfach nur die Halterung fürs Zweibein. Da habt ihr solche kleinen Nasen dran und dann klickt ihr die hier einfach ein. Wie gesagt, wir bauen das alles wieder ab. Hier oben habt ihr dann als nächstes den Hebel, um den Lauf schnell zu wechseln. Also quasi bei einer echten wäre es ja sinnvoller, den Lauf schnell zu wechseln, wenn er zu heiß ist und sich verzogen hat oder irgendwas.
Hier kann man das quasi auch machen. Also betätigt quasi den Hebel. Ich mache das jetzt mal schnell. Das springt einfach der Lauf raus. Sieht man dann auch schon den Inner Barrel. Quasi, also wenn man quasi jetzt irgendwas an dem Hop-Up oder irgendwas machen will, dann ist das relativ easy gemacht bei der Waffe hier. Beim Lauf dann wieder reinsetzen, gibt es ja noch so ein paar Besonderheiten mit dem Hop-Up, das sprechen wir dann nochmal an. Genau, gehen wir hier weiter, dann habt ihr den Ladehebel, der ist natürlich ohne Funktion, also er lässt sich bewegen, aber hat jetzt natürlich keine Funktion. Der ist auch aus Kunststoff, aber das macht nie den Eindruck, als würde es sofort wegbrechen. Muss man vielleicht nicht unbedingt die ganze Zeit benutzen, dann hält er auf alle Fälle ewig. Genau, auf der Seite haben wir sonst nichts mehr außer dieses Blech. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nie ganz, was es bei der echten damit auf sich hat. Hier funktioniert es halt auch einfach. Es geht halt einfach mit nach oben, aber wer weiß wofür. Könnt ihr ja mal unten in die Kommentare reinhauen. Also da muss ich jetzt sagen, da habe ich jetzt auch nicht so viel Kennung davon, von dem Ganzen. So, hier haben wir noch die Zuführung vom Magazin. Das erklären wir dann, wenn es ums Magazin geht, wie man das Ganze einführt und gut ist. Genau. Weiter haben wir dann hier halt quasi den Trigger. Der Triggerguard ist sogar aus Stahl, wie so ein paar andere Teile. Da gehen wir dann noch mal ganz kurz drauf ein. Hier ist die Sicherung. Gesichert und Fire quasi. Hätte man vielleicht irgendwie kennzeichnen können, weil im Endeffekt merkt man sich es entweder wie es war oder man probiert es halt einfach aus. Also es gibt jetzt keine Kennzeichnung irgendwie hier drauf. Hier unten der Pistolengriff, der ist auch aus Nylon. Hier sieht man nur richtig schön die Fasern drin. Der greift sich ganz gut an, also kann ich jetzt nichts dran bemängeln an dem Griff hier. Hier oben haben wir das Korn, ist halt auch alles aus Kunststoff. Das sind so auch eine von den wenigen Teilen, die sich auch bewegen lassen, also die sich quasi zusammendrücken lassen hier. Muss man jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit dran rumspielen. Das ist nicht einstellbar und die Rädchen, ja, hier fehlt schlichtweg oder ist einfach nicht richtig festgeschraubt hier das Ganze. Genau, also die Mahnschraube ist drin, aber die ist einfach nicht festgeschraubt. Das kann man quasi einfach abmachen. Aber ja, hat halt jetzt sowieso nie unbedingt so viel, macht ja sowieso nichts das Ganze hier. Genau, aber ja, wie gesagt, hier mal kommen. Ey, Leute. So, dann haben wir hier hinten quasi die Verriegelung für die Klappe an sich. Die ist eben, ja, wie vieles von der Waffe aus Nylonkunststoff. Hier haben wir überhaupt gar keine Probleme, dass es irgendwie, ja, dass wir da irgendwie die Angst hätten, dass es kaputt geht. Das macht einfach einen guten Job, das Ganze. Die braucht er eigentlich jetzt im Spielbetrieb nur, um ans Hop-Up zu kommen. Kommen wir dann später nochmal dazu. Für mehr ist jetzt die Klappe eigentlich so im normalen Spiel nie da. Machen wir wieder zu. Ist vielleicht das Beste, da das ja im Kunststoff ist, die nicht unbedingt zuzuknallen, sondern einfach ganz normal über diese Rasten wieder einrasten zu lassen. So, sind wir hinten schon angelangt. Da haben wir hier diese Endplatte, die ist auch aus Metall. Habt ihr hier irgendwas für einen Gurt? Ja, weiß ich nicht, so ein bisschen die Position für einen One-Sling. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht, ja, keine Ahnung. Also für mich finde ich die ein bisschen sinnlos hier, diese Position. Aber ja, vielleicht hat irgendjemand einen Sling, wo es das Ganze funktioniert. Dann habt ihr hier noch diese Schraube. Die braucht ihr, wenn ihr das Federschnellwechselsystem benutzen wollt. Ist natürlich, also ist jetzt hier in dem Falle deaktiviert, weil wir in Deutschland sind und 05er. Da ist halt quasi nicht mehr viel zu machen. Aber ihr könntet es quasi wieder aktivieren und dann kommt ihr dadurch schnell ran an das Ganze. Kommen wir weiter hinter zum Stock. Ist halt hier eine ganz, ganz normale AR-15 Stock Tube. Und dieser, naja, ein bisschen wackelige, riesengroße, also diese wirklich riesige Schulterstütze. Die ist auch super, super schwer. Wir haben hier eine Waage da, wir werden die gleich mal auf die Waage legen. Also die wackelt halt hier rum, wie man das auch so viel bei vielen AR-15 Modellen kennt. Hier weiter hinten natürlich umso schlimmer. Das ist schon ganz schön krass hier. Aber an sich ist das Teil wirklich, also es ist gut verarbeitet. Das rastet ein hier, also es rastet schon sauber ein, das Ganze. Wackelt danach halt bloß ein bisschen hier so rum. Aber es macht doch einen super hochwertigen. Also ich glaube, wenn hier alles irgendwann kaputt geht, das Ding, das hat es überlebt. Hinten ist noch ein Loch quasi für einen Sling. Hier habe ich auch einen Sling reingefummelt. Das war ein bisschen nervig. Hätte man vielleicht mit irgendwelchen Ringen oder irgendwas arbeiten können, dann wäre das ein bisschen einfacher gewesen. Dann habt ihr hier hinten quasi ein bisschen aufgeraut. Das ist quasi für die Schulter. Und dann habt ihr noch diesen Bügel hier.
den ihr euch quasi auf die Schulter legen könnt, wenn ihr das Ding im Liegen schießt quasi. Da könnt ihr euch das hier auf die Schulter legen. Da habt ihr quasi die Hände, wenn ihr gerade nicht schießt, frei und das Ding liegt trotzdem einfach ganz normal da. Das rastet hier schön ein. Das ist auf alle Fälle nie verkehrt. Also ich habe das Ding bis jetzt nie im Liegen geschossen, aber wenn ich es machen würde, wenn ich jetzt irgendwo wirklich eine Weile in der Deckung liegen würde, würde ich es vermutlich benutzen, weil macht keinen schlechten. Ist auch stabil genug, dass man jetzt nie Angst hat, dass es irgendwie wegbricht. So, kommen wir mal zu der ganzen Beschichtung. Die ist ein bisschen dünn hier vorne. Also wir haben hier zum Beispiel direkt schon Kratzer. Wir hatten hier so eine Packbox dran und haben die halt einfach angeschraubt und haben hier direkt schon Kratzer drauf auf dem Ganzen. Wie ich vorhin schon mal erwähnt hatte, eben auch das 2-Bein kam schon verkratzt an. Also wir haben es ja quasi abgebaut. Das kommt quasi nie vom Spieltag, so wie es jetzt aussieht. Und hier überall schon ein bisschen was, ein bisschen dünn. Also das Ding wird ziemlich schnell gebraucht aussehen. Finde ich jetzt persönlich nie allzu schlimm. Hier sind natürlich Kratzer kein Problem, weil es einfach schwarz ist, durchgefärbt. Ja. Was haben wir hier an Stahl dran verbaut? Gar nicht allzu viel. Also wir haben tatsächlich hier vorne, der Pin ist aus Stahl. Der große Pin hier ist aus Stahl. Der Abzugsbügel und das 2-Bein. Das war's eigentlich. Aber ja, es ist halt auch eigentlich ja auch eine Nylonwaffe. Da erwartet man jetzt nicht gerade, dass der Rest komplett aus Stahl ist. Das Thema Markings ist halt relativ easy peasy abgehandelt, weil wir haben genau das hier. Das war's. Mehr ist hier nicht dran an Markings. Aber ja, mein Gott, es muss ja nicht immer irgendeine Lizenz sein. Das muss man im Endeffekt ja auch alles bezahlen. So Leute, legen wir das Ding mal auf die Waage. Einfach nur, um zu wissen, wie schwer dieser Klotz eigentlich ist. Okay, sind wir bei fast 540 Gramm. Dagegen können wir ja mal eine Real Steel von einem ganz normalen AR-15 nehmen. Ja, 263. Das ist ein Unterschied, das ist ein Unterschied. Ja gut, Fakt ist natürlich eins, hier hinten ist alles Metall, dieser ganze Block hier. Deswegen ist das Teil natürlich einfach sackschwer. An sich ist aber sogar ganz gut, weil es gibt ein bisschen Gegengewicht. Die Waffe ist ja an sich schon relativ schwer, vor allen Dingen natürlich auch vorn. Da ist es nie verkehrt, wenn hinten noch ein bisschen Gegengewicht ist. Und hier, ja, das ist halt nur Nylon, da kann ja nicht viel wiegen. Magazin. Mit dabei im Lieferumfang das 1500 Schuss Boxmagazin, das kleine. Bin ich sehr froh drüber, weil es halt einfach viel, viel handlicher als das große. Ist ein High Cap, das heißt, wenn Kugeln drin sind, dann klappert das wie Sau. Wie müsst ihr es praktisch befüllen? Ihr habt hier so einen Druckknopf, das heißt, dann kann auch der Reißverschluss, der lappelt dann nicht so rum. Das finde ich ist sehr schön gelöst. Auf der Stoff und das Material hier oben, das ist ein bisschen angeraut. Das fühlt sich auf jeden Fall jetzt nicht billig an. Ja, ob das jetzt Nylon, Kunststoff ist, also faserverstärkter, kann ich euch aber nicht sagen. Oder ob es nur ABS ist. Es macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Dann könnt ihr hier das Ding runter machen. Dann habt ihr hier unten, seht ihr schon, das ist eine Neuerung zu den vorhergehenden. Weil vorher habt ihr hier so einen grünen Akku gehabt, so ein Nimha. Jetzt habt ihr dann LiPo. Braucht aber den JST-Stecker. Den könnt ihr hier anstecken. Dann könnt ihr den hier reinlegen. Und dann könnt ihr praktisch den Reißverschluss schon wieder hier ein Stück hochziehen. Dann habt ihr hier zwei Modi. Einmal Auto und einmal Sound Control. Na, Auto ist klar, es würde die ganze Zeit funktionieren. Befüllen tut ihr das Magazin dann hier oben. Den Schieber aufmachen, Kugeln reinkippen und los geht. Schieber wieder zu, natürlich nicht vergessen, Reißverschluss hoch, anschalten, fertig. So, gehen wir mal auf Auto. Es würde praktisch dauerhaft Kugeln hinzuführen. Ob das dann dauerhaft hält, Begadi schreibt zwar, die haben das verbessert, die Internals von dem Magazin. Ich habe noch ein zweites da und ich erkläre euch dann gleich, warum ich ein zweites da habe. Und dann haben wir noch Sound Control. Das wäre dann praktisch, das Gerät reagiert auf Geräusche. Hier oben ist das Mikrofon. Und wenn ich jetzt hier reinpuste, dann würde praktisch das Magazin losschießen. Das ist beim Standard-Lieferumfang enthalten. So, jetzt habe ich ja gerade eben schon gesagt, ich habe noch ein zweites Magazin da. Und zwar das hier. Ihr seht, der Farbton ist unterschiedlich. Das ist bedeutend heller, das ist dunkler. Das hier ist das Originalmagazin, was dabei war. Was war der Fall? Und zwar, ich packe das Ding aus, will testen, mache auf Sound Control, nichts passiert. Ich denke so,
warum geht denn jetzt hier nichts? Also es war schon echt kurios. Unsere Kiste, die hatte ein paar Einschusslöcher gehabt. Das MG hat schon ein paar Kratzer am Zwobein gehabt. Jetzt weiß ich nicht, es kann natürlich von der Schussstatistik sein von Begadi. Entweder hat das schon mal jemand vor uns gehabt, praktisch ein anderer Reviewer, und wir haben das Modell dann bekommen. Oder ich habe keine Ahnung, oder A&K hat einfach dort bei der Qualitätskontrolle einfach verkackt. Also, das hier, ihr hört, hier sind aber mehr Kugeln drin, weil das Ding ist noch fast voll. So, das hieß, Sound Control ging nie. Ich bei Begadi mich gemeldet. Begadi hat mir gesagt, ja, liegt wohl daran, dass A&K, ihr habt hier 2 Stränge. Hier geht einmal das Kabel hoch für das Mikrofon und hier ist der Kugelstrang. Und diese Kabel von dem Mikrofon, ich habe mir das angeguckt, die sind sehr, sehr, sehr dünn und die müssen extrem schlecht verlötet sein. Das heißt, wenn ihr hier mal so einen macht, dann kann es passieren, ihr reißt euch schon die Kabel ab. Oder ihr macht halt irgendwie beim Transport oder sowas, dann kann es passieren, ihr reißt euch die Kabel ab und dann geht Sound Control nicht mehr. Jetzt habt ihr 2 Möglichkeiten. Entweder ihr seid handwerklich ein bisschen geschickt und könnt löten, dann schraubt ihr euch das Ding auf. Ihr habt hier eine Schraube. Ihr müsst nur aufpassen, hier bei diesem, wo die Kugeln praktisch gehalten werden. Ich glaube, wenn ich das jetzt mache, dann fliegen mir die alle raus. Da ist so eine Feder drin, dass euch die Feder nie wegfliegt. Das lässt sich extrem beschissen suchen. Das ist eine ganz kleine Feder und die müsst ihr auf jeden Fall praktisch festhalten, nur aufschrauben und dann seht ihr praktisch hier schon das Mikrofon und könnt dann das Kabel hier wieder anlöten. Ich hatte erst vor, das im Video zu zeigen, aber ich denke, wenn ihr das aufgeschraubt habt, dann seht ihr das Problem, wenn ihr ein bisschen Ahnung von der Materie habt. Na, wie schon gesagt, Kabel wieder anlöten und eventuell sogar vielleicht, wenn man will, die Kabel ein bisschen verlängern oder sowas, dann und ein paar dickere Kabel nehmen. Dann hätte man das Problem wahrscheinlich nie mehr. Weil so musst du halt immer jedem sagen, zieh nie an dem Ding dran rum oder so. Beim Abmachen, na, das Magazin ist ein bisschen mit Vorsicht zu behandeln. So, dann dachte ich so beim Schusstest, gut, jetzt hast du 2 Magazine. Bei dem einen funktioniert Auto, bei dem anderen funktioniert Sound Control. Das heißt, du kannst 0,20er schießen und ins andere machst du 0,25er rein und kannst praktisch ganz schnell hin und her wechseln. Ja, das habe ich gemacht. Und ich kann euch auch noch mal hier demonstrieren, wenn ich den Akku angesteckt habe, dass hier Sound Control wirklich nicht funktioniert. Wir schalten es mal auf Sound Control. Na, also, pop, Sound Control ist an. Es passiert nichts. Jetzt gehen wir mal auf Auto. Dann habe ich das Ding auf Auto gehabt und habe praktisch, muss dann noch Stop-Up einstellen. Das heißt, das Ding lief, sagt man, das lief vielleicht 2 Minuten lang durch und hat BBs hochgefeedet. Es kann nur bloß 1 Minute gewesen sein. Na, irgendwie so in der Drehe. Und ich gehe ja jetzt davon aus, wenn man sich dafür entscheidet, das Ding auf Auto zu spielen, dann, und du hast ja beim Spieltag nicht ständig jemanden vor der Flinte. Das heißt, das Ding, wenn es auf Auto läuft, muss es ja auch eine Rutschkupplung oder sowas drin haben, dass es dann überspringt und dann praktisch, wenn kein Schuss abgegeben wird, dass die Kugeln trotzdem oben gehalten werden, aber hier drin die Internals nicht kaputt gehen. Ja, nach 2 Minuten vorher, und das klingt normalerweise wie das andere Magazin, na, da hast du so, und jetzt klingt es halt so. Das heißt, es hat wahrscheinlich, ich habe noch nicht reingeguckt, hier drin die Zahnräder abgefressen und ich muss das Ding mal aufmachen und muss mal gucken, ob man das reparieren kann. Noch dazu ist der Kanal hier, der ist ein bisschen locker, der Kugelkanal. Also entweder hat du da auch noch was entschärft. Ich muss mir das mal angucken. Ja. Wenn ihr dann sowas habt, dann würde ich euch dann wirklich empfehlen, schreibt Begadi an, schildert das Problem und dann werden die dann mit euch eine Lösung finden. Ja, Alternative, ihr könnt natürlich die normalen M4-Magazine nehmen. E&C hat super funktioniert. Bei Begadi auf der Seite gibt es auch noch, da kann man gucken, welche Magazine feeden, welche nie. Also was ich feststellen musste bei den E&C-Magazinen mit dem Maple Leaf Hop-Up haben die nie gefeedet. Also die Bulky Hop-Up Unit und das Maple Leaf Bucking drin und die E&C-Magazine haben nie gefeedet. Da steht wahrscheinlich dann der Gummi zu weit vor. Genau, als ich es umgebaut habe mit dem Begadi Bucking, was normalerweise vorher Standard drin ist, hat es wieder funktioniert. Also kann es wirklich nur daran liegen, dass das Maple Leaf die Lippe vorne ein Stück zu weit nach vorn kommt. Dasselbe war auch bei den Originalmagazinen. Die haben mit dem Maple Leaf Bucking schlechter gefeedet als mit dem Begadi Bucking.
da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Es ist keine Waffe, die man einfach mal so nimmt und spielt. Es ist ein bisschen Bastelei an dem Teil nötig. Ja, E&C-Magazine haben bei mir dann funktioniert, aber die E&C-Magazine haben 100 Schuss oder so, naja, 120 vielleicht, die sind halt ratzfatz leer. Also du bist halt gefühlt nur am Nachladen mit dem Ding. Deswegen, also ich würde euch wirklich empfehlen, spielt nie die M4-Magazine, spielt dann wirklich eher die hier. Das sieht doch vom Style her viel besser aus. Also, die Magazine feeden und müssen aber pfleglich behandelt werden. Wie legt man das Magazin jetzt ein? Und zwar hier oben, ihr müsst erstmal den Kanal hier einführen. Dann klickt das ein. Als nächstes hier unten das einhängen. Das rastet dann genauso ein. Tschack. Und schon ist es fest. Dann müsst ihr gucken, dass der Kanal hier, dass der nie so klemmt. Also wenn der so ist, habe ich festgestellt, fiel das Magazin genauso beschissen. Also ihr müsst den wirklich so ein bisschen rausdrücken hier. Na, hier aufpassen wegen dem Mikrofonkabel. Und das war's dann schon. Und dann sieht das Teil halt so aus. Ich habe jetzt keinen Akku im Magazin drin und auch keinen Akku in der Waffe. Nee, weil es ist nämlich schon spät und Frauchen und Kind schlafen schon. Na, dann sieht das praktisch so aus. Und dann kann man das ganz bequem halten. Hat hier mit dem Arm keine Probleme. Bei dem größeren Magazin musst du das dann so hier so ein bisschen halten. Mit dem kleinen macht das einen guten Eindruck. Ne? Beim Rausnehmen dann genau umgekehrt. Erst unten aushängen und dann oben aushängen. Das geht natürlich jetzt hier ein bisschen bescheiden. So ein bisschen wackeln und dann kommt das raus. Dann fliegen euch zwar die Kugeln hier ein bisschen raus, aber das ist jetzt kein Negativpunkt. Die M4-Magazine, die steckt ihr hier oben rein, dann gucken die hier so raus. Das sieht halt erstens beschissen aus, zweitens kommst du beim Nachladen extrem beschissen ran. Also ich würde euch wirklich das hier empfehlen. Ja, das ist ein MG, das braucht viel Schuss und deswegen, und fangt der Uni an mit irgendeinem Highcap oder sowas. Ja, das sind, ja, macht's nie. Es sieht einfach scheiße aus. Was noch geil wäre, wenn ihr euch dann hier so einen Patronengurt runterhängen lasst. Das würde dann phänomenal aussehen. Was bei dem Ersatzmagazin mit dabei ist, ist nämlich das hier. Oder, wenn ihr das bestellt, dann kriegt ihr hier so einen Drücker. Den kann man dann hier unten im Magazin, da ist praktisch so ein, wie soll man das sagen, so ein Anschluss hier, wie man das so von Kopfhörern kennt. Der hier. Und dann könnt ihr euch, das ist halt hier mit dem Stoff ein bisschen, da müsst ihr hier noch ein bisschen hoch. So, dann guckt ihr hier so ein bisschen drüber raus. Und dann könnt ihr euch aber mit dem Drücker zum Beispiel den hier vorne an den Frontgriff machen oder hier hinten an den Dings. Oder halt hier an den Frontgriff und dann könnt ihr das Magazin aktivieren durch Drücken. Und das finde ich ist gefühlt sogar noch geiler als Sound Control, weil du hast die volle Kontrolle. Und das mal, selbst wenn das Mikrofon kaputt gehen sollte während des Spiels zum Beispiel, dann bist du wirklich angearscht. Das kann dir hier nie passieren. Du hast den Drücker und das funktioniert. Und ich verstehe nicht, warum man das nie beilegt als normalen Lieferumfang. Weil du musst dann nochmal Geld ausgeben für ein Ersatzmagazin, was du theoretisch nie bräuchtest, um diesen Drücker zu kriegen. Das verstehe ich nie ganz. Dann ist hier auch noch so ein USB-Dings dabei. Wahrscheinlich kann man dann den JST-Stecker. Ich habe es nie probiert. Ich war auf dem Spieltag, das Ding war relativ schnell leer, der JST-Stecker. Also, der JST-Lipo, der kleine. Da würde ich euch empfehlen, kauft euch 2. Weil ich habe da jetzt den Schusstest gemacht und nach der Hälfte vom Schusstest war das Ding praktisch leer. Und ich musste viel probieren wegen Reichweite und so weiter und so fort. Da hast du schon ein paar Schuss durchgeballert. Aber ich denke, der hält vielleicht so ein halbes Magazin. Ne? Also 700 Schuss, dann war der hier leer und der war voll geladen. Na, das könnt ihr praktisch hier, ich gehe mal davon aus, ich habe es nie getestet, damit den Akku laden. Weil das kannst du dann auch hier unten, ist dann noch ein zweites Dings. Da kannst du es praktisch dann hier so reinmachen und könntest jetzt das ganze Magazin mit dem Dings da reinstecken. Und dann, also es kann nur sein, dass der Akku damit geladen wird, weil was zum Beispiel nie ging, wenn ich jetzt hier eine Powerbank angeschlossen habe, dass das Magazin mit Strom versorgt wird. Dass es dann praktisch gefeedet hat. Das hat nie funktioniert.
Das wäre auch eine coole Variante, aber dann hast du halt 2 Stecker hier raus und musst irgendwo die Powerbank unterbringen. Ja, deswegen, das wird schon zum Laden sein von dem Akku. Genau sagen kann ich es euch nicht. So, ich denke, da haben wir das Magazinthema alles abgehakt. Leute, kommen wir zu den Anbauteilen, zu den möglichen. Wir haben hier vorne das Gewinde, haben wir quasi jetzt schon mal einen Schalldämpfer drauf gebaut. Dann haben wir natürlich Rails. Hier überall haben wir Rails. Echt viele. Also zum Beispiel so eine Packbox dran. Ja, oder irgendwas Sinnvolles, was vielleicht auch funktioniert und die einfach nur ein hohler Dummy ist. Wir haben zum Beispiel auf der Seite, da haben wir jetzt so ein Rail-Cover drauf gemacht, damit man quasi das bisschen angenehmer greifen kann hier und über die Rail drüber greift und nicht hier die ganze Zeit dran hängen bleibt. Unten den Griff. Das sind meiner Meinung nach die hässlichsten Griffe, die es gibt, aber für diese Waffe passen die halt. Also für diese Knifte finde ich den Griff tatsächlich echt nicht schlecht. Hätte ich nie gedacht, dass ich das jemals sagen werde. Hier oben auf die Rails natürlich irgendein Red Dot oder irgendwas richtig Fettes, was halt zu dieser großen Waffe dazu passt. Dann hier oben am besten noch ein Griff, das fehlt mir ein bisschen, das könnte man noch haben, ist natürlich nie verkehrt. Und hier hinten an der Stocktube könnte man natürlich jetzt noch eine Schulterstütze ändern. Sieht halt scheiße aus. Also das geht, es ist halt Standard AR-15 Stocktube, aber ja, sieht kacke aus. Könnte man trotzdem machen. Hier vorne war ja schon ein 2-Bin dran, das haben wir euch ja vorhin schon mal gezeigt. Das haben wir jetzt natürlich abgebaut für das Ganze, weil ja, das stört einfach, wenn man den Griff hat, stört das absolut. Ja, das soll es erstmal gewesen sein mit den Anbauteilen. Kann man natürlich noch extrem viel mehr draus machen, wenn man das will, aber das ist dann euch überlassen. Ach so, ganz, ganz wichtig, natürlich noch super, super wichtig fürs Spielen, existenziell. Hier am besten natürlich noch einen Patronengurt mit reinfummeln. Es ist quasi hier mit solchen kleinen Nasen gemacht, dass der dann irgendwie auch hält, das Ganze. Also, ja, das fehlt noch so ein bisschen, ist dann vielleicht beim Magazinwechsel ein bisschen nervig, aber wie oft wechselt man dieses Magazin? Eigentlich nie. Man macht es auf, schüttet Kugeln nach und dann war es das. So Leute, kommen wir zum Akku. Und zwar müsst ihr einfach nur das Stück hier unten, hier hinten einfach nur kräftig dran ziehen. Und dann habt ihr das ganze Teil in der Hand. Das ist quasi hier vorne einfach nur hier unten in so einen Schlitz eingehakt. Und hinten ja, wird das quasi hier in diese, hier so einfach reingedrückt. Finde ich jetzt nie so unbedingt optimal gelöst. Man hätte vielleicht noch irgendwie einen Stift oder irgendwas mitmachen können, weil ich habe es hingekriegt, den Akku eingelegt, dann habe ich das Ding hochgenommen an dem Griff, den wir hier dran haben, bam, fliegt das Ding ab. Also ich hatte glücklicherweise noch einen Gurt drum, deswegen ging's, sonst wäre mir da wahrscheinlich das ganze Teil einfach abgesegelt. Es hält schon fest, aber meiner Meinung nach, für so ein schweres Teil könnte es irgendwie ein bisschen besser sein. Genau. Halten wir uns jetzt mal da dran die Leiter off, sondern legen mal den Akku ein. Wir haben hier so einen 11.1er. Der passt auch genau in diese Aussparung hier rein. Stecken wir das Ganze an. Fummeln den Balancer am besten hier durch, dass der nie irgendwie im Wege liegt. Am besten ist natürlich vielleicht, wenn man auch einfach die Sicherung, wenn man die einfach entfernt und dann ohne Sicherung weiterspielt, ist mit Sicherheit kein Fehler. Dann hier vorne einfädeln das Ganze. Kabel. Oh. Ne, du hast das Kabel gequetscht. Oh, Alter. Richtig kaputt gemacht? Nee, das ist gequetscht. Gut. Also wir schieben das hier rein. Das ist halt relativ blöd, wenn man jetzt hier so sitzt. Das ist natürlich alles ein bisschen doof. Also was ich auch ganz ehrlich, also wenn man das hier vielleicht noch ein bisschen länger gemacht hätte, wenn man jetzt zum Beispiel die Sicherung rausflackt, kann man das durchaus machen. Dann könnte man vielleicht dann auch einfach den Stecker und alles hier vorne rein drücken und dann hat man Platz für den Akku ein bisschen mehr. Aber so ist das so richtig bescheuert. Was ich noch nachtragen kann, ist der Kanal. Den muss ich mal unten einblenden, den Namen. Der hatte gezeigt, wie man dann die
die Sicherung entfernt und praktisch das Kabel verlängert und dann das Kabel hier oben lang legt und dann den Stecker hier hinten rauskommt, da hat man praktisch doppelt so viel Platz für den Akku. Weil, wie finde ich das gerade schon zeigt, das ist halt ein richtiges Gefummel und das nervt Jetzt muss ich einfach mal nur. aufstehen hier, ey. Ich sehe hier gar nichts. Ich glaube, jetzt sind alle Kabel drin. Aber ich. Nur noch einrasten. Ja, es hängt. Bist Das du an der richtigen Grüne. Position oder bist du zu weit vorn? Ich glaube, du bist zu weit vorn. Du musst, glaube ich, ein Stück weiter oben. Also ihr seht schon, das ist wirklich... Ja, Also gut, wir stellen uns vielleicht doch gerade einfach ein bisschen an. Nee, ich glaube, jetzt drückt wieder der Scheiß hier drauf. Jetzt, Alter, ich flipp aus. Ist doch nicht so, dass wir es das erste Mal machen. Eine Ewigkeit später. Also es geht halt wirklich einfach nur beschissen. Das muss man halt alles irgendwie hier drin halten in dieser Aussparung. Die hätte vielleicht noch ein bisschen größer sein können. Und dann einfach hier vorne reinklipsen, hinten reinklipsen und fertig ist das Ding. Ey, wie gesagt, macht euch das hier alles ein bisschen neu und dann ist das ein ganz, ganz anderes Arbeiten damit. So, also das Problem ist zum Beispiel, der hier würde zum Beispiel gar nicht gehen, würde natürlich mehr Sinn ergeben, einen größeren Akku zu nehmen, weil das nun mal ein MG ist. Aber leider ist das schon der größte, der hier so reinpasst. Ja, das nächste Problem ist, man könnte jetzt natürlich auch einfach sagen, ja, leg doch den Akku einfach unter den Lauf hier irgendwie mit rein. Ist leider sehr, sehr wenig Platz. Also so viel Platz ist hier gar nicht, wie man sich das vorstellt. Und da das Kabel genau bis hierher geht, muss man quasi irgendwie den T-Stecker von vorne hier durchfummeln, damit man dann den Akku hier vorne drin liegen hat, was halt quasi auch gar nicht möglich ist. Und ja, das geht halt auch überhaupt nicht. Also ich habe das ausprobiert auf dem Spieltag. Ja, bin fast verzweifelt. Also das Akku einlegen ist halt einfach der übelste Kampf. Wir haben jetzt mal den großen hier, bloß fürs Ansprechverhalten halt. Ja, ihr müsst doch auf alle Fälle einen 11.1er nehmen. Ein 7.4er, der ist einfach, der ist ein bisschen zu wenig Bums. Stecken wir den mal an hier. Es ist quasi unmöglich, Einzelfeuer zu machen. Die Funktion gibt es so quasi gar nicht. Also es hat nur Dauerfeuer oder Safe, mehr ist hier nie. Es schlägt quasi auf dem allerletzten Pfiff schlägt das Ganze dann ab hier. Aber ja, man schießt halt meistens einfach ratatatatat und gut ist. Da ist es ja ganz egal. Man macht ja keine gezielten Einzelschüsse, sondern man haut halt einfach Kugeln in die Heide. Das war jetzt quasi mal das 7.4er, einfach damit ihr das ja mal gehört habt, wie sich das so anhört. Und jetzt machen wir mal einen 11.1er ran, der quasi viel sinnvoller für dieses System hier ist. Ja, die ROF ist natürlich um einiges besser mit dem 11.1er. Wie man es vielleicht auch hört, das ganze System läuft auch nach. Also hat man so quasi noch so einen Schuss mindestens, der dann quasi noch rauskommt, nachdem man den Abzug losgelassen hat. Ja, aber ist halt ein MG, also finde ich jetzt nicht unbedingt als störend. Hop-Up. Das Thema Hop-Up, das ist hier bei der Waffe ein schwieriges Thema, finde ich. Ihr habt es ja im Schusstest gesehen und im Reichweitentest, das Ding kommt irgendwie nie auf den grünen Spike. Also wir haben hier mit Mühe und Not, kriegst du hier 40 Meter, wenn du hochhältst. Da musst du aber schon ein Stück höher halten, als was das Ziel ist. Ihr habt es, wie schon gesagt, im Video gesehen vor uns. Und ja, wir haben da auch schon einiges probiert, das zu ändern. Die alte Hop-Up-Kammer habe ich hier. Jetzt denkt ihr euch natürlich, hey, wieso ist die alte Hop-Up-Kammer hier? Das zeige ich euch dann nochmal im Detail, da muss ich bloß die Kamera umbauen. Und habe jetzt da drin die Bulgi Hop-Up-Unit. Also erstmal, wie stellt man das Hop-Up ein? Ihr macht den Deckel hoch und dann habt ihr hier, ich hoffe, wenn ihr es nie sehen könnt, zeige ich euch dann nochmal. Ihr habt dann hier praktisch das Einstellrad. Hier bei unserem Modell schon das erste, diese Feder hier, die ist halt ultra lapprig. Also die Feder müsste definitiv ein Stück straffer sein, dass der hier oben gehalten wird. Aber gut, theoretisch stellt man das einmal ein und dann passt das. Ja, das Einstellen an sich ist auch kein Thema, man kommt hier gut ran. Wenn du mit der originalen Hop-Up-Kammer das Hop-Up voll eindrehst, dann kommst du gefühlt diese 33 Meter weit. 30,
Lass es 30 Meter sein, ungefähr. Und du kommst nie weiter, du kriegst nie mehr Haupt drauf. Es geht einfach nie. Egal, ob du 0,20er spielst oder 0,25er. Und Begadi hat ja dann schon das Begadi Fly 5 verbaut, das bessere Hop-Up. Und da ist auch ein Tensioner, der theoretisch die Patchfläche nach unten drückt. Also theoretisch am System sollte es nie liegen. Weil wenn ich jetzt die Bulge-Hub-Unit eingebaut habe, dann kannst du zwar das feiner einstellen, aber du kommst trotzdem vielleicht 2 Meter weiter. Also irgendwo ist das, ich kann mir nur vorstellen, dass entweder die Energie zu schwach ist für den doch relativ langen Lauf. Ne? Wir haben ja 390 mm Lauf, haben jetzt hier gerade mal 0,38, 0,35 Joule. Ist schon doch relativ wenig. Der Tom von Toms Airsoft Channel meinte, es könnte eventuell auch das Laufvolumen sein, weil es ist ja gestroked, das Teil. 13 Zahn Sektorgear. Also wir werden jetzt mal das Ding in der nächsten Zeit ein bisschen testen, mal eine stärkere Feder reinbauen. Da aber wieder gucken, ihr braucht ein Chrono, ihr dürft nie über 0,5 Joule kommen. Und wenn das nicht hilft, dann werden wir mal das mit dem Sektorgear angehen, dann machen wir aber noch ein separates Video dazu. Weil die Hop-Up-Leistung, der Streukreis, es ist ein MG, da ist der Streukreis jetzt nie so zwingend, ob das jetzt den A4-Blatt trifft oder sowas. Aber der ist jetzt auf 25 Meter ist der gut. Da kannst du gar nicht meckern. Aber es fehlt halt einfach an Reichweite mit dem Ding. Und ich hole jetzt mal die Kamera ein bisschen näher ran. Und dann gucken wir uns das Ganze mal ein bisschen näher an. Aber rausmachen ist auch total geil, total simpel. Ja, das Schnellwechselsystem vom Lauf und schon habt ihr hier die Hop-Up-Unit. Ja, und das ist jetzt die Bulge Hop-Up-Unit. Und dann zeige ich euch gleich noch mal ein bisschen so im Detail, wie das dann aussieht. Also, kommen wir erstmal zur originalen Hop-Up-Kammer. Die sieht so aus. Das ist relativ simpel aufgebaut, das System. Du hast dann hier zum Einstellen des Rädchen. Das machst du hier drauf. Und dann hast du aber kein Lever, der praktisch das runterdrückt, sondern das wird über das Rädchen wird praktisch dann der Tensioner runtergedrückt. Kriegst du ihn jetzt wieder raus hier. Na, das ist praktisch hier so ein bisschen so schräg geschnitten und damit drückt ihr dann praktisch den Tensioner runter. Der Tensioner an sich, der sieht so aus. Der ist jetzt, ich hoffe, der Fokus kriegt das hin, sonst muss ich euch das nochmal fotografieren. Der ist von mir jetzt schon bearbeitet worden. Entschuldigung. Weil ich hatte mir vorher schon ein paar Videos angeguckt, nachdem das Ding so schlecht performt hat, und zwar vom Highlander Airsoft. Leg den mal her. Und der hatte nämlich gesagt, dass der Tensioner praktisch den Gummi nie weit genug runterdrückt. So, der hatte dann praktisch hier mit Sekundenkleber was aufgebracht. Das habe ich bei mir genauso gemacht. Und das Einzige, was dann war, sobald du weitergedreht hast, also mehr Haupt drauf gegeben hast, hat's praktisch dann, gab es Kugelklemmer. Und damit hat die Waffe nicht mehr richtig gefeedet. Das heißt, dieser Trick mit hier ein bisschen mehr Material drauf machen, hat bei unserem Modell jetzt nichts bewirkt. Also habe ich mir so gesagt, mir reicht's, ich rufe mal Begadi an und frage mal, ob das normal ist. Begadi sagte zu mir schon, da gibt es wohl Qualitätsschwankungen bei A&K, dass das und dann habe ich lange mit der Werkstatt telefoniert, die haben dann auch gesagt, ich soll mir mal so ein SHP-Bugging benutzen, weil das würde die Nozzle besser abdichten. Dann hat Begadi noch gesagt, es gibt diesen Clip von denen, der ersetzt den Kunststoffclip hier, der eigentlich dann hier praktisch den Lauf hält. Und der dichtet auch nicht so richtig ab, hat Begadi mir gesagt. Also bei dem ist es so, dass der nicht so richtig abdichtet. Also gibt es noch diesen Metallclip, den haben sie entwickelt und den haben sie mir praktisch dann kostenfrei geschickt mit dem hier. So, jetzt habe ich den Clip hier. Lange Rede, gar keinen Sinn. Und jetzt passt der Clip nicht rein. Der Clip, den kriege ich hier nicht drüber. Der ist zu breit. Das heißt ja, dass A&K bei der Hop-Up-Unit schon wieder mal Qualitätsschwankungen hat. Und zwar, ich würde fast schätzen, das ist hier ein Millimeter, was das zu viel ist. Was ich hier von der Hop-Up-Unit noch wegschleifen müsste, dass der Clip dann hier drauf passt und besser abdichtet. Na, du machst praktisch hier, die kommt über den Lauf drüber, dann hast du den O-Ring, damit sicherst du dann hier das Drehrädchen hier. Dann kommt der Tensioner da rein und dann kannst du praktisch hier ganz easy dein Hop-Up einstellen im Rotary Design. Das funktioniert, aber du hast halt keine Reichweite. Das ist halt ernsthaft schwierig. Die Bulge Hop-Up-Unit sieht dann so aus. Da hast du einen Lever, der das runterdrückt. Das heißt, ich konnte dann auch in Maple Leaf Omega Tensioner nehmen. Oder halt auch so ein Begadi
Begadi Tensioner. Aber trotz der Bulldog-Unit, die halt wirklich ein ganzes Stück schwerer geht, also ich werde hier mal den Gummi noch ein bisschen fetten oder so, den hier vorne, nicht den Hubab-Gummi. Und hier kannst du auch halt wesentlich mehr Haupt drauf geben. Das funktioniert auch. Und die sitzt doch fest, weil du das hier verschraubst, den C-Clip. Ne, das Ding ist halt bombenfest. Aber trotzdem hat die nichts an der Reichweite geändert. Oder lass es mal 2 Meter sein. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, mit der schießt du 30 Meter und mit der holst du dir 10 Meter raus. Weil das Ding kostet 69 Euro. Also du kriegst in der aktuellen Konfiguration, wie sie ist, kriegst du daraus 2 Meter mehr. Und das ist halt einfach ein bisschen enttäuschend. Spieltagsfazit. Was soll ich sagen? Es war für mich einfach unspielbar, das Ding. Es war unspielbar. Es sah geil aus. Das war's. Es war einfach nur ein übelster Klotz, den ich rumgeschleppt habe. Und der quasi eine so schlechte Reichweite hatte. Ich hatte das Ding auf 2 Spieltagen mit, auf 2 verschiedenen Feldern. Einmal in Katzenberg, hier in Sachsen. Das quasi reine CQB. Da hatte ich sie halt einfach nur mit, weil wir sie gerade da hatten. Und ich dachte, komm, gleich auf dem allerersten Spieltag gleich mitnehmen. Ja, reines CQB-Gelände. Also ich habe mich nicht mal umgedreht, da war ich schon Hit. Also es war quasi ein übelster Kampf durch diese Reichweite, die quasi ja überhaupt nie gegeben ist. Also das hat teilweise für die Gänge in dem Gebäude da quasi schon nie gereicht. Da war quasi, es war also sozusagen ein Klotz am Bein, das Ding. Also es ist, wie es ist. Dann hatte ich es mit bei mir auf dem Spielfeld in der Bastion in Großwursdorf. Da ist quasi Gebäude, Wald und Freiflächen und alles. Ja, die Reichweite. Die Reichweite ist halt einfach nix. Also ich könnte die Kugel noch einfach werfen, dann hätte ich vielleicht mehr davon. Es war halt wirklich, also ich habe einen einzigen rausgeholt an diesem Spieltag. Ich habe quasi also circa einen halben Tag gespielt, fast 3/4 Tag gespielt damit, einen einzigen Spieler damit rausgeholt. Es war das größte Erfolgserlebnis, was ich je hatte, weil ich ja damit überhaupt nie gerechnet habe. Der hatte auch eine 05er, aber eine signifikant bessere 05er, irgendein AR-15-Ding. Und dadurch war der quasi ebenbürtig. Und das war echt ein sehr, sehr großes Erfolgserlebnis, den Typen rausgeholt zu haben. Aber das war's dann auch. Es war halt einfach ein Kampf. Ich habe einfach nur dieses super schwere Ding mitgeschleppt. Alle haben mich angeguckt und haben gedacht, oh, was ist das für ein geiles Teil hier? Aber das war's. Konnte ich nie reisen. Also, das ist leider vom Spieltag her, war es leider sehr, sehr ernüchternd. Muss ich so sagen, wie es ist. Ja, kommen wir zum Fazit. Fazit, positiv. Also die Verarbeitung, die ist top, gerade auch der Nylon-Kunststoff, das ist alles, das macht keinen schlechten Eindruck, das Ganze. Also es sind extrem viele Anbauteile möglich. Ich habe hier quasi einen halben Meter Rail oder sogar über einen halben Meter Rail-Fläche. Da könnt ihr ranbauen, was ihr alles da liegen habt, damit die Knifte noch ein bisschen schwerer wird. Das Aussehen, also wir stehen halt drauf. Wir finden es richtig, richtig geil, gerade mit unseren Anbauteilen, die wir so rangebaut haben. Einfach super, super geil, das Ding. Ja, wer nicht drauf steht, der wird natürlich was anderes sagen, aber ist ja scheißegal. Die Internals, die sind verbessert worden zum Vorgänger. Das, ja, sieht man jetzt natürlich so nie sofort, aber das ist dann schon irgendwann spürbar, vor allem bei der Langlebigkeit. Das ganze Ding ist 11.1er ready. Das war vorher leider auch nicht so. Da war das bloß 7.4er. Und ihr habt ja beim Ansprechverhalten habt ihr ja gesehen, was so ein 7.4er leistet und was dann der 11.1er dagegen leistet. Das ist schon ein großer Unterschied. Neutral. Der Preis. Ja, da muss man jetzt natürlich wieder die wirtschaftliche Lage betrachten. Vorher hat das ganze Gerät 399 Euro gekostet. Das klingt natürlich schon ein bisschen besser. Jetzt ist es natürlich schon um einiges mehr. Ja, deswegen ist der Preis halt quasi neutral. Das Akkufach, der Akkuplatz und den Akku einlegen, das ist halt nervig as fuck. Also die Knifte ist ja auch schwer und die ist ja auch unhandlich und dann fummelst du da unten rum und es klappt einfach gar nichts. Das ist halt wirklich einfach nur super, super nervig. Da man das aber mit so ein paar Handgriffen relativ easy hinkriegt, dass der Akku relativ gut reinpasst und auch, ja, dass das alles ein bisschen einfacher wird, ist es quasi ein Neutralpunkt geworden. Dann das Federschnellwechselsystem. Es ist halt da, es ist aber zurzeit deaktiviert. Also man könnte es quasi, wenn man jetzt ins Ausland fährt, könnte man einfach diese Deaktivierung wieder entfernen und dann hat man das Ding halt da. Also es ist schon auf alle Fälle nie verkehrt.
Negativ ist einfach diese Reichweite. Also es ist halt unspielbar, so wie sie kommt, ist meiner Meinung nach unspielbar. Du stehst halt da und ja, die Kugeln fliegen halt quasi gefühlte 10 Meter vor dir auf den Boden. Da weiß ich nicht, also da kann ich mich so überhaupt nicht mit anfreunden. Ich habe das Ding ja gespielt mit dem Original-Hop-Up. Der Tom hat ja dann das andere eingebaut für den Schusstest. Aber mit dem Original-Hop-Up, also ich konnte damit nichts reißen. Ich bin jetzt vielleicht nie der allerbeste Spieler, aber mit Sicherheit auch nicht der allerschlechteste. Ja, Aussehen hui, echt brutal das Gerät. Reichweite, pfui, es ist leider so. Aber wenn ihr euch irgendwie eine Teamwaffe oder so gönnen wollt und ihr habt jemanden dabei im Team, der ein bisschen Ahnung hat, ein bisschen Kennung hat, dann gönnt euch das Ding einfach. Weil geil ist es schon, das ist einfach Fakt und es sieht auch einfach genial aus. Bisschen Arme trainieren und dann geht das schon klar mit dem Ding. Wir werden das Teil in der nächsten Zeit ein bisschen tunen, nehmen euch da ein bisschen mit, zeigen euch, was wir gemacht haben, was daran zu verändern ist. Wir versuchen so in etwa auf 50 Meter zu kommen, dass das Ding wirklich gut spielbar wird. Und der Tom will dann zum Beispiel noch so ein bisschen was ranbauen und ein bisschen was verändern, dass das ein bisschen mehr so Richtung SEAL-Team ist. Das ist ja so ein bisschen sein Ding. Sein HK416 hat er ja auch schon so umgebaut quasi. Video ist da unten verlinkt. Und ja, das war's. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, also ich finde zum Beispiel jetzt auch, das EOTech sieht am besten da drauf aus. Es gibt mit Sicherheit noch irgendwelche riesigen Teile. Wie heißen denn diese riesigen? Wie heißen denn diese Rohre? Nee. Warum spielst du Fazit am Anfang? Ne? Meckern nicht so viel rum. Sag deine Meinung. Dann muss ich meckern. Ich komme nicht drum rum.